Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Heute wollte ich ein neues Auto vorstellen. Und zwar hatte ich so eine Collectors Edition schon öfters bei mir hier im Showroom. Davon gibt es nur ein paar wenige auf dem Markt. Das Besondere ist, das ist das letzte Modell von der C3, bevor dann die C4 auf den Markt kam. Die C3 zeichnet sich besonders aus durch ein paar Gimmicks, die eben noch im letzten Modelljahr hinzugekommen sind. Das ist zum einen hier, dass die Heckscheibe zum Öffnen ist. Das bietet natürlich dann die Möglichkeit, dass man auch ein bisschen was unterbringen kann, was in den vorhergehenden Jahren nicht ging. Das heißt, man kann auch mal eine große Reisetasche oder einen Koffer oder einen Kasten Wasser ohne Probleme da hinten drin verstauen. Das ist natürlich für die Sammler heutzutage vielleicht jetzt nicht das entscheidende Kriterium, aber die Collectors Edition hat noch ein paar andere Gimmicks. Zum Beispiel wie bei allen 82er Modellen hat die letzte Baureihe hier schon den Einspritzermotor bekommen. Das heißt, die hat nicht mehr den Vergaser wie die Modelle vorher, sondern die hat schon hier die sogenannte Crossfire Injection mit den zwei Einspritzdüsen und eben auch ansonsten sehr viel an Ausstattung. Zum Beispiel hier eine Klimaanlage ist immer dabei bei den späteren Modellen. Hier, das ist die Air Pump für die Abgasreinigung. Der Wagen hat immer Bremskraftverstärker und auch von den Tempomat, der sitzt da drunter, der ist auch immer dabei. Und ansonsten ist das Fahrzeug deutlich besser ausgestattet wie jetzt die vorhergehenden Modelle. Ich zeige auch mal im Innenraum, da gibt es auch ein paar coole Features, die man erwähnen kann. Ja, zuallererst fällt natürlich hier dieses spacige silberbeige Interieur auf. Der Wagen hat auch ein CB-Radio, original von Delco. Und ansonsten ist hier im Innenraum alles in diesem Farbschema auch gehalten. Die Collectors Edition gab es auch nur in dieser Variante. Also das heißt, die konnte man auch nicht mit anderen Farben ordern. Hier hinten ist wie gesagt der ziemlich geräumige Kofferraum mit den Staufächern. Und ich zeige mal gerade, wir gehen mal um das Auto herum. Ich versuche das mal so gut es geht zu zeigen hier. Innen drin kann ich nochmal zum einen die höhenverstellbare Längssäule zeigen. Also der Wagen lässt sich hier individuell anpassen. Er kann auch in der Tiefe verstellt werden, das ganze Lenkrad. So ist das Ganze auch sehr gut für jeden individuell einstellbar. Das geht zum Beispiel bei den vorherigen Modellen auch nicht so. Er hat auch eine elektrische Sitzverstellung, auch in der Höhe. Ist natürlich für 1982 auch schon sehr weit fortgeschritten. Genauso wie hier die elektrischen Fenster und elektrischen Spiegel. Das ist alles hier bei dem Auto elektrisch einstellbar. Und auch die ganzen Anzeigeinstrumente. Der Motor ist auch direkt da, springt sehr gut an, läuft auch schön ruhig.
Dann kann man noch hier die verspiegelten Dächer erwähnen. Die sind auch sehr schön. Die sind auch bei der Collector Edition ein Teil der Sonderausstattung. Die zeichnen sich aus, dass die von unten durchsichtig sind und man da nach oben durchgucken kann. Und trotzdem bieten sie bei Sonne entsprechend ja auch Sonnenschutz, weil die eine Tönung haben. Und hier hinten befindet sich die Heckklappe. Das zeige ich auch mal. Da befindet sich hier der Öffner dafür. Wenn man den aufzieht, kann man die ganze Klappe hier einmal nach oben setzen. Und das war halt auch immer so ein Kritikpunkt bei der C3, weil die C3 normalerweise halt enorm wenig Stauraum für die Länge des Fahrzeugs hat und man halt eigentlich gar nichts dort drin ablegen kann oder nur sehr umständlich. Und hier geht das natürlich jetzt deutlich einfacher. Und man hat außerdem noch hier ein solches Rollo. Damit kann man dann auch die Sachen, die man da reinlegt, auch vor neugierigen Blicken schützen. Zum Zumachen wird das einfach hier wieder eingehakt. Und dann ist das auch schon wieder zu. Die Felgen sind auch besonders hier bei der Collectors Edition. Die haben dieses spezielle Design. Das gab es auch nur bei der Collectors Edition, bei keiner anderen C3. Genauso wie auch dieses Dekor hier, was dann am Auto entlang läuft. Da gibt es verschiedene Dekore, die zu diesem Auto gehören. Das heißt, das ist einmal hier der Streifen, das ist hier hinten der Streifen und das ist das große Dekor auf der Haube. Und dazu gehört auch der vordere Streifen hier an der Stoßstange. Alle Dekore hier sind in sehr gutem Zustand. Da muss man auch darauf achten, wenn man sich ein solches Sammlerauto holt. Viele Fahrzeuge, besonders in den unteren Preisklassen, haben dann diese Dekore nur noch teilweise montiert, manchmal auch gar nicht mehr. Oder die Fahrzeuge sind komplett umlackiert, was grundsätzlich jetzt nichts Schlimmes ist, aber es schmälert natürlich jetzt den Wert von einem solchen Sammlerauto, weil so ein Auto wird normalerweise aus Sammlungsgründen auch gekauft, weil es wie gesagt ein spezielles Modell dieser Baureihe darstellt. Ja, ansonsten hat die 82er Corvette das Viergang-Automatikgetriebe, das TH700R4 mit Wandlerüberbrückungskupplung schon verbaut. Das bedeutet, der Wagen ist deutlich sparsamer, weil er eine niedrigere Motordrehzahl im Durchschnitt hat und auch bei höheren Geschwindigkeiten eine deutlich niedrigere Motordrehzahl gewährleistet. Zum einen durch die Wandlerüberbrückungskupplung sowieso, aber auch durch die Gänge, wie diese angesteuert werden vom Motorsteuergerät. Also der Wagen ist eher so konzipiert, dass er recht früh schon hochschaltet. Das war der Abgasgesetzgebung geschuldet zu der damaligen Zeit und eben auch wie heute, dass man eben schon versucht hat, möglichst den Verbrauch zu reduzieren. Und diese Crossfire Injection, die hilft auch dabei, den Verbrauch zu reduzieren. Also das heißt, man ist hiermit schon deutlich sparsamer unterwegs, wie jetzt mit einem Vergasermotor. Ich kann das auch mal zu Demonstrationszwecken mal abbauen. Also man hat hier diesen großen Luftfilterkasten. Da hat man die beiden Befestigungsschrauben. Die halten diesen Luftfilter. Und der Luftfilter hat zwei Gründe, warum der seinen Zweck erfüllt. Und zwar ist das einmal hier, filtert die Luft durch diese Filterelemente hier. Diese zwei Filterelemente. Und zum anderen hat er auch noch diesen Schnorchel hier mit einer Unterdruckdose. Und da gehe ich mal gerade auf die andere Seite.
Die hat folgenden Zweck, und zwar ist da hier diese Dose dran und je nachdem, ob der Motor kalt ist oder warm ist, wenn der warm ist, zieht er die Luft hier von der Seite an und also wenn der warm ist, kann er ganz normal die Luft hier rüber saugen, aber wenn der kalt ist, dann soll er sich ja schneller erwärmen und dann ist diese Klappe hier geschlossen und dann saugt er die Luft hier über diesen Schlauch an und die mündet hier unten in eine Umhüllung von den Auspuffkrümmern und dann saugt er dort wärmere Luft an, um so schneller auf Motortemperatur zu kommen. Also das heißt, es ist auch extra dafür da, damit möglichst schnell Temperatur erreicht wird und dann die Abgasregelung mit den Landpersonenwaschern erfolgt und nicht ohne Regelung gefahren wird. Also ähnlich auch schon wie bei heutigen Autos. Das Ganze ist schon sehr modern. Hier drunter sieht man jetzt die Einspritzdüsen. Das Ganze ist eine TBI-Einheit, also Throttle Body Injection. Das bedeutet, dass der direkt vor die Trockenklappe einspritzt hier und nicht vor das Ventil, also das ist keine Saugrohreinspritzung. Und man hat hiervon bei diesem Motor 2 Stück, nämlich dort und dort. Und die beiden Einspritzdüsen, die spritzen über Kreuz ein und deswegen wird diese Einspritzung auch Crossfire Injection genannt. Und die ist eigentlich sehr langlebig, macht nicht allzu viele Probleme. Also die Probleme, die sie macht, sind schon auch zu finden, weil das Gute ist, dieser Motor, der ist diagnosefähig. Also das heißt, man kann hier das Fahrzeug auch diagnostizieren, und zwar hier über den Innenraum. Da sitzt hier unter dem Aschenbecher, ich hoffe, man kann das auch gut sehen, ein Diagnosestecker. Und ich werde mal ein gesondertes Video darüber machen, wie man diese Diagnose auch zum Beispiel mit einer Büroklammer machen kann. Da kann man sich auch Fehlercodes ausblinken lassen, wenn jetzt einer der Sensoren ein Problem macht. Die Crossfire hat verschiedene Sensoren, zum Beispiel hier einen Wassertemperatursensor, die hat hier einen Trockenklappenproti, die hat hier einen Leerlaufstellmotor, also ähnlich wie man das bei heutigen Motoren auch schon kennt. Verschiedene Sensoren, die aber grundsätzlich funktionieren und jetzt nicht so oft Probleme bereiten. Und wenn sie mal Probleme bereiten, kann man das Ganze auch auslesen, welcher der Sensoren eventuell zu tauschen ist. Ich denke mal, ich nehme euch mal mit auf eine kleine Fahrt mit dem Auto und dann zeige ich euch nochmal die Fahrcharakteristik von so einer späten Corvette und dann könnt ihr euch ein eigenes Bild machen. Ja, ich fahre jetzt mal eine kleine Runde hier mit der Corvette und das Schöne ist, sie hat für die heißen Temperaturen hier eine Klimaanlage, die auch funktionstüchtig ist, also man kann die hier auf AC stellen und dann kühlt die auch den Innenraum innerhalb kürzester Zeit runter. Der Tacho, der ist bereits in km/h und auch in Meilen angegeben. Und auch der Drehzahlmesser, der ist hier bei diesem späten C3 schon elektrisch angesteuert und nicht mehr über eine Welle. Und hier auch die sonstigen Instrumente, also wir haben ja einmal die Öltemperatur oder auch den Öldruck und auch die Batteriespannung werden korrekt angezeigt. Und was ich auch noch erwähnen wollte, das habe ich euch eben auch schon gezeigt, sind hier einmal diese Glasdächer. Die sind auch sehr schön, dass man hier während der Fahrt auch mal nach oben rausschauen kann. Und durch die Tönung ist es trotzdem so, dass einem da nicht zu heiß wird von der Sonne.
Und ich würde vorschlagen, dass ich jetzt mal mit dem Auto hier auf die Hebebühne fahre und dann könnt ihr euch auch mal einen Eindruck von unten drunter machen. Nehme ich den Wagen nämlich jetzt mal hier hoch und dann seht ihr auch mal, wie das Auto unten drunter ausschaut. Ja, hier sehen wir das Auto nochmal von unten auf der Bühne. Hier sieht man schön die Reserveradhalterung und auch die Auspuffanlage sowie die Hinterachse mit der Blattfeder und auch das Differential aus Aluminium. Hier sieht man den Cut, der neben der Antriebswelle entlang läuft. Hier das Automatikgetriebe, die Automatikgetriebeölwanne mit den beiden Auspuffleitungen, die Wandlerabdeckung und den Motor. Davor sieht man das Lenkgestänge mit dem Lenkungsdämpfer. Hier sieht man die Vorderachse mit den beiden Dreieckslenkern, wo die Stoßdämpfer unten befestigt sind. Die Bremsbleche, die sind an der Seite zu sehen mit den Bremssätteln. Ja, hier vorne sieht man auch den dicken Stabi und die Stabilager, mit denen die beiden Räder bzw. die beiden Dreieckslenker miteinander verbunden sind. Vorne hat die C3 ja Schraubenfedern. Hier sieht man nochmal den Anlasser und den Motor, den Ölfilter, das Automatikgetriebe nochmal, die Quertraverse und den Cut. Und hier die Antriebswellen der Hinterachse mit den Sturzstreben aus Aluminium hier bei der 82er. Damit wären wir eigentlich durch von unten drunter. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.